Mahlzeit Freunde und herzlich willkommen zum neuen Video. Was lest ihr da im Titel? Ich verkaufe meine Lowrider S aus 2023 für die neue 2025er Lowrider S. Ob das so ist, das werden wir wohl nach diesem Video entscheiden. Ihr habt ja das Reaction-Video auf das neue Line-Up der 2025er Harley-Davidson Modelle sehr, sehr gefeiert. Super viele Kommentare geschrieben, war sehr interessant, eure Meinung zu lesen. Und viele von euch haben mich gebeten, öfter solche Videos zu machen als Lückenfüller zwischen den Hauptvideos, die ja bei mir recht aufwendig sind. Dementsprechend gucken wir uns heute mal ein Video an aus Amerika, denn dort haben schon einige Content Creator die Möglichkeit gehabt, sich die Bikes mal live anzuschauen. Und ich glaube, vieles, was was an den Bikes anders ist, haben wir in meinem Reaction-Video, wo wir uns den Trailer angeschaut haben und auf der Website die neuen Modelle angeschaut haben, gar nicht so richtig wahrgenommen. Deswegen gucken wir uns jetzt ein Video an von Marvel Kit. Macht schon länger auch Harley-Davidson-Content, ist in Amerika, glaube ich, recht bekannt. Video ist auf Englisch, ich werde aber die wichtigsten Sachen übersetzen, für die von euch, die es nicht verstehen. Mir geht es nur darum, dass wir mal wirklich einen Eindruck kriegen, wie sehen die Bikes in echt aus, was ist da wirklich anders, was haben wir vielleicht verpasst, um uns mal einen genauen Eindruck zu machen, ja, lohnt sich da vielleicht ein Upgrade? Weil ich finde, die Lowrider S sieht sehr, sehr gut aus im 2025er Modell. Wir gehen natürlich gleich nochmal auf die Euro 5 Plus Thematik ein, die natürlich sehr, sehr schwierig ist und so ein Wechsel für mich persönlich auch nochmal unwahrscheinlicher macht, sage ich mal. Und vielleicht gucken wir auch, was wir daran umbauen würden, aber wir starten jetzt erstmal rein und gucken uns das Ganze mal an. All right, now really quick, we're gonna go over the overview of the 2025 Lowrider S right here. This paint job, let me tell you guys, the red is really nice. I really love. Ja, das Gleiche, was er auch sagt. Ich finde auch, dass die rote Farbe wirklich richtig gut ist. Also ich bin ja eher so ein Schwarz-Fan bei Harley. Ich bin da ja eher klassisch, muss man wirklich sagen. Aber Rot hat es mir schon länger angetan. Ein kompletter Lacksatz, muss ich sagen, sehe ich mich eigentlich nicht. Aber auf dem Bike jetzt mit den neuen Akzenten, Schwarz-Rot, mit den mattschwarzen Felgen, finde ich, kommt das schon gut. Also ich weiß nicht, ob ich mir jetzt direkt nochmal eine schwarze Lowrider S holen würde, weil ich es eben schon gemacht habe. Aber eine rote finde ich schon geil, muss ich sagen. Of the red, the way it stands out. Even like the small flake into it, it just looks beautiful. I love the black. Er sagt, der Lack hat auf jeden Fall auch so ein paar Flakes. This one's gonna come with a 117 high output Milwaukee engine. This bike just looks spectacular. Now, da können wir auch nochmal drauf eingehen. Wir haben ja im Reaction-Video auf die neuen Modelle auch über die neuen Motorisierungen gesprochen. Dort habe ich mich vorher technisch jetzt ja nicht so informiert. Das war ja einfach nur mal so ein First Look. Und es ist wohl scheinbar so, dass die Motoren ganz, ganz anders abgestimmt sind. Also wir haben ja jetzt überall den 117er Motor drin in den Softail-Modellen. Und es ist scheinbar so, dass die Lowrider S und die Lowrider ST den High-Output-Variante des 117er Motors drin hat. Ist wahrscheinlich einfach nur ein griffiger Begriff, keine Ahnung. Aber da ist es wohl so, dass das der Motor ist, der wohl am sportlichsten sein soll von der Abstimmung, wo du halt richtig Power hast, wo man richtig mal auch ein bisschen ballern kann. Was natürlich auch super zu Lowrider S und ST passt. Das sind ja auch Bikes, die man eher sportlich bewegt. Und ich glaube, die Street Bob und die Heritage oder so, die haben einen Motor, der halt eher humaner abgestimmt ist, weil das eher Bikes sein sollen, mit denen du halt entspannt cruist. Und die Fatboy und die Breakout haben einen Motor, der sehr stark auf Drehmoment abgestimmt ist. Keine 100%ige Quelle, aber ist das, was ich in den letzten Tagen jetzt so rausgehört habe bei meiner Recherche. Wir gucken weiter. Now, a few of the different things you're going to see this year are the all black wheels. Obviously, no more of the copper color wheels anymore. I really love the way the black looks on here, and it's a matte color. It looks. Ja, das, was er auch schon sagt, die Felgen sind matt schwarz, keine Bronzefelgen mehr. Ich finde es schade. Also mir persönlich hatten die Bronzefelgen super gefallen. Deswegen habe ich auch bei meinem Custom-Bike-Projekt mich dazu entschieden, die Originalfelgen zu lassen. Normalerweise hätte ich die definitiv geändert, weil Felgen immer einen riesen Unterschied machen. Aber ich finde, die Lowrider S-Felge sieht super aus und vor allem in dem Bronzeton mega. Also ich glaube, selbst wenn ich mir eine andere Felge bei meinem Bike verbauen würde, würde ich sie wahrscheinlich so beschichten lassen, dass sie den originalen Bronzeton hat. Finde ich richtig geil. Mattschwarz sieht auch gut aus. Ich denke, gerade jetzt in der Kombination mit dem roten Lacksatz finde ich das Schwarz in den Felgen besser als das Bronze, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist es jetzt so eine Geschmackssache. Ne? Also der eine wird sagen geil, der andere wird sagen schade. Schreibt in die Kommentare, wo ihr euch ansiedeln würdet. Really nice and clean. We're gonna have LED turn signals all around, front and rear. And then the back, once again, I just want to show you guys real quick how nice this light looks. I'm gonna turn it on real quick. But it's a really nice design.
Genau, das habe ich auch gar nicht gesehen, wo wir uns die neuen Modelle angeguckt haben. Da habe ich nur wahrgenommen, dass wir jetzt hinten und vorne LED-Blinker haben. Dass wir jetzt aber ein komplettes Redesign vom Rücklicht haben, wusste ich so jetzt auch nicht. Wahrscheinlich habe ich da gar nicht so drauf geachtet, weil ich bei mir ja kein Rücklicht mehr habe. In Deutschland haben wir ja das Problem des unfassbar großen Kennzeichens. Deswegen habe ich mir einen Kennzeichenträger montiert, der quasi das Rücklicht ersetzt und meine Blinker mit Rücklicht 3 in 1 in den Fender Struts verbaut. Sieht in Deutschland doch deutlich stimmiger aus, als wenn du da jetzt so mega hochstehend hier bis hier oben das Kennzeichen hast. Aber für Leute, die das so fahren oder auch auf seitlichen Kennzeichenhalter gehen oder so, das neue Rücklicht sieht richtig gut aus. Also finde ich richtig geil. Ist jetzt die Frage, wird es hier einen Adapter geben, dass man die Blinker abkriegt und dann hier nur das Rücklicht hat und die Blinker klein hier hinkriegt, weil die sind mir zu groß. Dann könnte man sagen, ja, kann man lassen. Wenn das jetzt hier eine Fassung ist und man das nicht ändern kann, es da keine Adapter oder so geben wird, dann würde es für mich trotzdem heißen, das Rücklicht müsste weichen, weil ich auf jeden Fall die Blinker in den Fender Struts viel schöner finde. I'll turn the signal on as well. The LEDs are really bright. So for the guys are wondering, well, are they really bright? Yes, they're Das really war aber auch überfällig, bright. ne? Dass wir mal da auf LED gehen. Which is beautiful. Up here on top, we're gonna have your speedo now. You're gonna have your LCD little dash anymore. So for those of you guys who wanted the analog, it is back. It's really nice. Ja, You're gonna have your da labert er ein bisschen Quatsch. Er hat jetzt gerade gesagt, dass wir jetzt ein analoges Tacho haben und keinen LCD-Screen mehr. Ich glaube, er fährt selber eine Lowrider ST. Vielleicht geht er denn deswegen davon aus, dass die Lowrider S es auch hatte. Aber die Lowrider S hatte in den letzten Modelljahren auch schon ein analoges Tacho, was aber minimal anders war. Jetzt sind die Zahlen, glaube ich, irgendwie anders angeordnet als Schriftart oben. Und du hast halt jetzt die Möglichkeit der Fahrmodi, aber da wird er bestimmt jetzt gleich noch drauf eingehen. your mode button right here as well. So I'll just once again turn it on real quick. We'll press the mode button. And right now it's on sport mode. Once you, let me see. There we go. So it's a sport mode. Hit it again. Rain mode. And then road mode. Ja, da muss ich sagen, finde ich mit die beste Neuerung bei den neuen Modellen. Also ich kenne diese ganze Fahrmodi-Geschichte aus der Nightstar, Sportstar, Pan America und sowas. Und auch aus den Touring-Modellen, aus den neuen. Bei der CVO-ST war das auch. Und ich finde das sehr, sehr geil. Also wenn man doch mal in Regen kommt, man macht den Regenmodus rein alleine. Was man nicht unterschätzen darf, diese psychische Komponente, dass du denkst, okay, das Motorrad ist jetzt ein bisschen sanfter. Und diese Selbstsicherheit, die dir das beim Fahren im starken Regen zum Beispiel gibt, die hilft schon sehr viel. Weil sobald du dich unsicher fühlst auf dem Motorrad, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich mal ablegst, deutlich höher, weil du einfach nervös wirst beim Fahren. Und wenn sowas halt auch nur minimal helfen kann, bin ich da schon ein Fan für. Und einen Sportmodus zu haben, ist nie verkehrt, wenn du wirklich mal sagst, jetzt will ich ballern und dann wirklich 100% in dem Sportmodus, scharfe Abstimmung und so, finde ich das cool. Ne? Alles, was Individualisierung ist, bin ich immer ein Fan. Real visible, nice to see. You are gonna have your cruise control on this bike. Your USB-C. Warte mal. Wir haben kein Tempomat mehr. Habe ich das jetzt richtig And verstanden then oder road was? mode. Real visible, nice to Doch. Hier ist doch Tempomat, oder? see. You are gonna have your cruise control on this bike. Your Ja, ich weiß nicht, der spricht ein bisschen undeutlich. Ich habe verstanden, you aren't gonna have the cruise control, but jetzt rede ich auch schon in Englisch weiter. Aber hier ist, Junge, hier ist auf jeden Fall ein Cruise Control Button. Das muss ich sagen, finde ich cool, dass es mehr integriert ist, aber ja, weiß ich nicht. Die alten Armaturen vom Look her 10-mal geiler. Ich finde es zwar gut, dass die Griffe jetzt eine Struktur haben, weil die Seriengriffe waren wirklich bodenlos, einfach nur so ein Gummistück. Das ist das Erste, was man wechseln muss. Aber die Armaturen selber finde ich nicht schön. Ja, aber ich denke mal, das wird eher. Die haben es, glaube ich, nicht aus optischen Gründen gewechselt, sondern eher wegen der Elektronik dahinter, da das Ganze wahrscheinlich schon eher in diese Elektronik geht, die halt bei der Sportstar, Nightstar, Pan Am und so verbaut ist durch die Geschichte mit den Fahrmodi. Ne? USB-C charger on the left side right here. Okay, man hat One thing I really USB-C-Ladeanschluss like jetzt. is the S on here, which is red. I like the red details on it. So like I said, the S doesn't have the copper, the bronze color anymore. It's just this red detail, which looks really, really nice. Oh, sieht cool aus mit dem roten, muss ich auch sagen. Also die roten Details That's beautiful. gefallen mir I auch. love that. Da auch wichtig zu sagen,
So wie ich es jetzt gehört habe, das unten sieht ja aus wie bei dem 121er CVO Touring Motor, der die VVT-Verstellung hat. Haben die nicht. Das ist einfach nur eine optische Geschichte. Das mag suggerieren, dass sie das haben die aber nicht. Ich denke, das ist einfach nur ein Fertigungsprozess, also dass der Fertigungsprozess im Werk für Harley einfacher wird. Eventuell kommt halt in den nächsten Jahren da was bei den Softail-Modellen und dass sie dann nicht wieder alles umstellen müssen, haben sie wahrscheinlich schon mal das irgendwie jetzt so gemacht. Auf jeden Fall haben die das nicht. Of the red badging on there. Suspension has been retuned for this bike as well for this year. Just in the all-around beautiful bike. You guys know me, I love the Lowrider S. Okay, er sagt noch, dass die Suspension, also Fahrwerk, wurde auch nochmal neu abgestimmt. Ja gut, wird mit Sicherheit einen kleinen Unterschied machen. Wenn man aber so wie ich ein Wilbers-Fahrwerk gewöhnt ist, dann ja, gibt es ja sowieso keine Alternative, da wieder irgendwie auf ein Serienfahrwerk zu gehen, weil das ist halt ein Unterschied von Tag und Nacht. Ne? My favorite bike on the Harley Davidson lineup. I'm 5'7" and this is how I'm able to sit on the bike. Wie viel ist 5'7"? Keine Ahnung. Ich glaube aber nicht so groß, ne? Er sieht recht klein aus. Flat-footed. Feels great. Ergo is still the same. Everything feels fine. Same seat. Everything else is pretty much the same. Okay, jetzt ein paar Fahraufnahmen hier. Da haben sie jetzt so ein bisschen komisches Color Grading gemacht. Das Rot sieht jetzt mehr so ein bisschen Bordeaux aus, ist es aber glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist wirklich ein knalliges Rot eigentlich. Ist er das jetzt, der da fährt? Ja, ne? Das ist eigentlich so ein Promotion-Shoot. Harley Deutschland, warum machen wir sowas nicht? Verstehe ich nicht. Da können wir noch mal kurz anhalten, auch wenn das gerade eine bodenlose Kameraqualität ist. Ja, was ich auch noch sagen wollte, ich habe gesehen, es war ja in Verona die, ich weiß nicht, wie die Messe heißt, irgendeine Motorradmesse. Und dort standen die neuen 2025er Modelle schon und auch verschiedene Custom Parts waren dort schon montiert. Und ich habe, wenn ich es richtig gesehen habe, gesehen, dass Jacqueline Hyde hinten eine Endtüte für den Auspuff gemacht hat. Und das finde ich eine ziemlich coole Option, weil ja, du kannst jetzt quasi einen 2-in-1 Auspuff fahren, wenn du das möchtest, ohne jetzt die Komplettanlage kaufen zu müssen. Könnte mir vorstellen, dass das dann eine sehr, sehr interessante Geschichte sein könnte für, ja, für ein schmales Budget, 2-in-1, Endtopf, ein bisschen Sound. Weiß ich nicht, müssten wir mal Tobi von Jacqueline Hyde fragen, was da jetzt genau kommt. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, ja. All the rider safety enhancements. There we Torque go. slip control. Was wir auch neu haben, wir haben jetzt andere Griffe. Die haben auf jeden Fall eine andere Form hier. Das wurde auch redesigned. ABS, cornering enhancement, all those rider safety enhancements come stock. Ja, was er auch jetzt gesagt hat, sein Kollege da, der das filmt, wir haben viel mehr Fahrassistenzsysteme, die serienmäßig dabei sind, Kurven, ABS und generell, ich glaube, so eine Drehmomentkontrolle in der Kurve, dass du da halt nicht irgendwie wegrutscht oder so. Ja, Sicherheit immer gut, ne? And then, once again, for your brake lever, it's fully Ah, adjustable. jetzt, da sieht man es auch. Die sind serienmäßig verstellbar. Ja, finde ich nicht schlecht. Zwar noch nie so einen Hebel benutzt, den man verstellt, weil braucht das nicht, aber für Leute, die vielleicht jetzt extrem große oder kleine Hände haben, vielleicht schon sinnvoll. Well, now, so you're able to adjust your brake lever on this side, which is awesome. Besides that, that's gonna be it, man. The control console's right here as well. Once again, this has changed. You're gonna have a different look on here, but for the most part, all the buttons are gonna be in the same side, in the same section still. It looks pretty good, and it's a beautiful color. You guys are gonna love the rest of the colors that are gonna be given to you as an option for these bikes. A lot of cool stuff coming. Ja, das war's mit der Lowrider S. Wir gehen noch mal ein bisschen zurück, dass wir noch mal so einen kleinen Überblick haben. Und ich glaube, was wir jetzt noch mal einmal machen in diesem Video hier, wir rufen jetzt mal den Tobi an von Jacqueline Hyde. Das ist ein guter Freund von mir. Der kann uns vielleicht noch mal ein bisschen was dazu erzählen, was da jetzt abgeht. Wir haben ja eben diese große Thematik mit Euro 5 Plus, dass wir da halt eben nicht mehr so geilen Sound haben wie bei den Vorgängermodellen. Die haben bei Jacqueline Hyde schon eine coole Sache gemacht. Kann Tobi mit Sicherheit gleich uns auch nochmal erklären. Die Klappe ist jetzt, glaube ich, in 400 Positionen antaktbar. Wir haben da schon mal auf dem Harley-Kanal ein Video mit ihm zugemacht.
Die haben schon wirklich versucht, das Maximum rauszuholen. Ich habe jetzt noch keine von den neuen Softails halt eben damit gehört oder bin noch keine gefahren. Das wäre sehr interessant, das mal zu testen. Aber ich würde ihn gerne mal fragen, was da jetzt für Optionen kommen bezüglich Endtöpfe. Ne? Weil das, glaube ich, sehr interessant. Vor allem, also ich bin jetzt nicht so ein 2-in-1-Fan, aber bei der Lowrider ST wird es wahrscheinlich noch mal relevanter. Aber wir rufen den jetzt einfach mal an. Wo ist er denn? Da, Tobi. Gucken, ob er dran geht. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, der Tobi hier. Zurzeit kann ich leider nicht ans Telefon gehen. Hinterlasst mir eine Sprachnachricht mit eurer Rufnummer und ich melde mich bei euch. Danke, ciao. Schönen guten Tag, der Bürgermeister von Bielefeld hier. Ich wollte eigentlich eine kleine Anfrage an Sie starten, denn ich bin gerade hier dabei, ein YouTube-Video aufzunehmen. Ja, leider nicht erreicht. Wenn der Tobi mir gleich noch eine Sprachnachricht schickt, blende ich euch das noch kurz ein. Kommen wir mal so ein bisschen zum Fazit hier. Erstmal Daumen hoch für Marvel Kit. Könnt ihr gerne auch vorbeischauen, ne? Wenn man schon auf ein Video von jemandem reagiert. Ein bisschen Support geben. Ah, da ist er ja. So, schönen guten Tag, der Bürgermeister von Bielefeld hier. Ach du Scheiße. Ich warne Sie vor, Sie sind gerade in einer Videoaufnahme für meinen YouTube-Kanal, denn ich habe eine Frage. Oh nein. Es geht diesmal nicht um deine Chevrolet, sondern ich gucke mir gerade ein Video an, auf das ich reagiere, über die 2025er Lowrider S. Und die haben ja jetzt serienmäßig einen 2-in-1 Auspuff dran. Jo. Und ich habe gesehen, dass ihr auf der Messe in Verona das Bike schon stehen hattet oder da schon eine Jekyll & Hyde Anlage dran war. Und es sah für mich so aus, als wenn da ein Endtopf an dem Serienkrümmer dran war. Ist das richtig? Das ist echt ein Zwiespalt jetzt, ne? Weil, ja, das ist richtig, das darf ich glaube ich sagen, aber mehr darf ich nicht sagen. Ja, du darfst ja, du kannst ja bestätigen, was man schon öffentlich gesehen hat in dem Sinne. Genau, und das, was du da gesehen hast, war ja ein Slip-on-Schalldämpfer, richtig? Genau, das habe ich gesehen, ja. Ja, okay. Siehst du? Und da würde ich jetzt vermuten, dass das natürlich eigentlich eine ziemlich coole Geschichte ist, weil viele Leute wollen ja 2-in-1. Ich sag mal, bei der Lowrider ST vielleicht sogar noch mal cooler. Gerade für die Leute, die sagen, ey, ich will vielleicht für einen bisschen schmaleren Geldbeutel eine coole Abgasanlage haben, könnte das ja dann nächstes Jahr sehr interessant werden, ne? Ja, also die kostentechnische, wir geben uns sehr viel Mühe, dass wir unsere Entwicklung schon so weit haben, das, was du bereits schon gesehen hast, was in Verona stand. Ja. Was da letzten Endes raus wird, die Vergangenheit hat gezeigt, die Leute schreien nach einer 2-in-1, Ja. wenn eine 2-in-2 dran ist. Und wenn eine 2-in-1 dran ist, schreien die nach 2-in-2. Ja, das ist immer so der Zahn der Zeit, ne? Wenn dann auf einmal Clubstyle nicht mehr das volle Ding ist, dann wollen sie alle wieder 2-in-2. Ich bin ja eh ein 2-in-2-Fan. Ich finde, die hören sich immer ein bisschen kerniger an. Aber ich finde es trotzdem cool, dass es diese Option gibt, weil ich glaube, damit trefft ihr schon so ein bisschen den Trend, ne? Na klar, und wir versuchen ja auch immer nach dem OEM-Standard, also sprich so wie die Maschine ausgeliefert wird, ist das natürlich unser Ziel, dafür schnellstmöglich eine Anlage liefern zu können. Und in diesem Fall, was du schon bereits erwähnt hast, wo die 2-in-1 dran ist, was du auch cool findest, Ja. wird dort auch dementsprechend eine 2-in-1 hoffentlich sehr, sehr zeitnah, das heißt mit Auslieferung zu den Vertragshändlern, sind wir hoffentlich auch so weit, dass wir ausliefern können. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Ich bin sehr gespannt. Also ich freue mich schon mal, wenn wir dann irgendwann in diesem Leben nochmal die 2025er Modelle dann bei uns im Shop geliefert bekommen und irgendwann dann auch eine Anlage von euch dran haben, das mal wirklich Probe zu fahren, also eine Softail jetzt eine neue. Weil ich bin halt sehr gespannt, wie das mit Euro 5 Plus halt sein wird. Wir haben da ja schon mal bei uns auf dem Kanal bei Harley ein Video drüber gemacht zusammen. Das können die Leute sich gerne auch nochmal anschauen. Da hast du ja schon erklärt, dass ihr da wirklich das Maximum versucht habt rauszuholen. Und ich bin halt echt gespannt, wie das bei den Softails halt klingt. Ne? Vor allem jetzt bei der Lowrider S mit dem High Output 117er, der, sage ich mal, so scharf abgestimmt ist, wie es nur geht, müsste ja eigentlich dann schon das Coolste sein, was irgendwie halt so geht. Ne? Ja, und das, was wir ja schon im Video erwähnt haben, macht euch da einfach keine Sorgen drum. Also es wird mega geil und es wird ein Hammer-Sound. Eine Software gibt es ja nun mal schon seit letztem Jahr mit Euro 5 Plus, also R4105 gemessen. Das ist die Hydra Glide. Ich bin sie gefahren. Es ist unglaublich geil. Es macht Spaß und die ganzen Kommentare mit, ja, das ist ja kein Sound mehr. Nein, das ist Quatsch.
Es macht echt Laune und ich freue mich auch mega auf die Modelle, sobald die dann irgendwo März, April bei euch Händlern stehen. Ja. Bin ich echt gespannt, was ich an Feedback von euch, also sprich den Vertragshändler mitkriege und ganz, ganz wichtig natürlich für uns, unsere Endkunden. Ja. Wir stehen wieder auf jeder Messe, das wisst ihr, und beantworten gerne eure Fragen, sind da immer für offen. Ja, ich bin gespannt. Ne? Also ich hoffe mal, dass vielleicht zum ersten Open House das alles vielleicht schon so ein bisschen so weit ist, dass man bei uns dann schon was sehen und testen kann. Aber wir werden es sehen. Ja, genau. Ja, Tobi, herzlichen Dank. Ich will dich gar nicht aufhalten. Ne? Und das tust du immer. Ja, Du hältst mich das immer auf, ist aber so. Ist nicht schlimm, dafür lasse ich dich das nächste Mal warten, wenn ich bei euch im Bielefeld bin. Perfekt. Da ich ja nie arbeite, ist es kein Problem. Stimmt, du kriegst das Geld ja so ohne Arbeit. So ist es. Alles klar, hau rein. Danke dir, ne? Danke für deinen Anruf. Gerne, ciao. So, das könnte ja nochmal ein bisschen nützliches Wissen gewesen sein. Ich bin sehr gespannt. Tobi ist wirklich, der ist kein Schwätzer. Also wenn der sagt, dass es sich geil angehört hat, dann sagt er das nicht, weil er die Anlagen verkaufen will. Ich meine, das geht jetzt ja eh nicht direkt an den Endkunden, sondern wird am Ende über den Händler verkauft. Sondern wenn der das sagt, dann könnt ihr ihm das glauben. Ne? Das ist jetzt kein Gespräch gewesen zwischen einem Händler und einem Vertreter, sondern wir sind Freunde und wenn der das mir so sagt, dann ist das so. Ne? Ich bin gespannt. Ich glaube, du wirst nicht an den Sound rankommen von zum Beispiel meiner oder älter, aber ich werde das testen, sobald die neuen Modelle draußen sind. Und dann gucken wir mal. Ne? Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr meint. Wie findet ihr das 2025er Modell? Ich persönlich würde erstmal keinen Wechsel in Betracht ziehen. Ich mag meine Bronze-Akzente. Ich bin noch voll im Umbau. Es geht immer weiter. Ihr könnt es ja verfolgen hier auf YouTube. Ich lade zu allen Umbauten in Zukunft weiterhin Videos hoch. Aber grundsätzlich finde ich die Lowrider S sehr gelungen. Also optisch 2025er Modell top. Ne? Ein bisschen Trade-off hat man immer mit den Armaturen und so, aber grundsätzlich cooles Bike. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr denkt, wie es mit dem Sound weitergeht. Kanal abonnieren, damit ihr die weiteren Videos nicht verpasst. Und dann macht's gut. Mahlzeit, Freunde. Heute geht es endlich weiter mit der Lowrider S. Wir machen heute einen Umbau. Ingo ist hinter der Kamera, der hilft mir das Ganze zu machen, beziehungsweise macht es und ich stehe dumm daneben. Nein, ich packe natürlich ein bisschen mit an. Was haben wir heute vor? Heute geht es um Lenker und Frontmaske. Wir verbauen Pullback Riser und eine Oldschool Lampenmaske.